our newest franchise. We know we weren't the first ones here. Our stories speak of the ones that came before. The old ones. The world of the old ones was so different than ours. They had built incredible cities with towers that reached the stars. But a darkness came, and their cities turned to graves. And without them, the land started to change. Their great cities faded away. And in their place came new life. Over time, one by one, the tribes came to these lands. Some small and humble, some powerful as kings. They say my tribe was the first to hunt, the first to raise our bows. For this world was never ours. We've always shared it. A dangerous balance between man and machine. There's the herd. Finally. Und da sind wir auch schon direkt in Gameplay drin, von der neuen Marke von Guerrilla Games. Das Ganze ist anscheinend ein Action-Adventure und spielt in einer Welt, die komplett anders aus wie ihr bisheriges Franchise Killzone. Besinnt sich so mehr auf das Naturalistische. Es geht um Stämme und aber auch um den Twist zwischen Maschine und Mensch. Und ihr seht schon, das sind ganz seltsame Kreaturen. Teil Maschine, aber auch ein Teil irgendwas Organisches. So, das sieht schon fett aus. So Maschinen-Dinosaurier. Das gab es bisher noch nicht, habe ich noch in keinem Spiel oder auch in keinem Film gesehen. Bin mal gespannt, wie das Kampfsystem wird. Naja, mit Essen ist es aber schlecht so, ne? Das bleibt alles zwischen den Zähnen hängen. Diese ganzen Leitungen und alles. Und Platinen. Oh, sogar ein Granatwerferbogen. Und man sieht schon, man hat hier ordentlich Auswahl an verschiedenen Geschossen. Und die Gegner haben auch einige Weak Spots. So. Und das sind halt echt fette Brocken.
Das ist schon cool. Ich hoffe, da gibt es viele verschiedene von diesen Viechern, die auch verschiedene Angriffsarten haben. Aha, man kann die dann sogar so festzurren. So ein bisschen wie in Evolve. Oder Star Wars Battlefront. The stories don't tell where the old ones went. They don't tell us why the machines rule these lands. But they warn us that this balance cannot last. Und das ist Horizon Zero Dawn für die PS4. Bin mal gespannt, wann es rauskommt. Bestimmt auch nächstes Jahr erst. Kein Release-Zeitraum angegeben, also vielleicht sogar erst übernächstes Jahr, wer weiß. Und dann geht's direkt weiter mit einem Square Enix-Spiel. Ah, 47, IO Interactive, das kann nur Hitman sein. Ich weiß immer nicht mit dem Sound, ob er mich gut versteht oder ob das Ingame zu laut oder zu leise ist. Ich versuche mal einen guten Mix zu machen zwischen ich halt die Klappe und lass nur das Ingame laufen laut und ich rede drüber und mache das Ingame ein bisschen leiser. Ja, ein sehr hoch stilisierter Trailer, bei dem man nicht wirklich weiß, was da los ist. Und das Spiel heißt anscheinend nur Hitman. So wie man es bei Tomb Raider auch schon gesehen hat, ist es ein Reboot, der einfach nur Hitman heißt. Ja, das letzte Hitman Absolution, das kam ja ganz gut an, glaube ich, teilweise. Hat sich aber nicht ganz so gut verkauft, wie Square Enix wollte. Ich habe ja noch keinen Hitman so richtig gespielt, muss ich aber mal nachholen. Alle 5 Teile oder wie viel es sind. Gamers will travel to exotic locations around the world to take out high-profile targets as Agent 47 returns in the most ambitious Hitman ever created. Developer IO Interactive are bringing this blockbuster franchise to console and PC, leading with a digital release that will invite gamers to a live and ever-expanding world that will continue to grow, deepen, and evolve as time goes on. And PlayStation is the place to experience the new Hitman. With a console-exclusive beta being available to PlayStation 4 gamers when they pre-order the game, which is awesome, and then 6 unique contracts that will be exclusive to PlayStation 4 players as the year goes on when the game launches. Can't wait for this game. It's great to see Agent 47 back again. Okay, so this next title. Ja, also 6 exklusive Contracts, also Aufträge für die PS4-Spieler von Hitman und eine exklusive Beta für alle Vorbesteller. Auf der Xbox-Konferenz gab es ja auch eine exklusive Beta für die Xbox One, für einen Multiplattform-Titel. Ja, kann man halten von was man will über diese Exklusivität immer. Ich finde es nicht gut. Jeder sollte eigentlich alles spielen können quasi, wenn das Spiel eh schon auf mehreren Plattformen erscheint. Warum
dann noch Exklusivsachen. Aber wenn sie es so nur so finanzieren können, dann soll es eben so sein. Und das ist Street Fighter 5, wenn ich das so richtig sehe. Kenne ich mich gar nicht mit aus, muss ich sagen. Das ist anscheinend Cammy. Habe ich schon mal gehört, dass die in der Serie schon vertraut sein sollte. Oder Serienkennern vertraut sein sollte. Und auch hier gibt es eine Beta, wenn man vorbestellt. The next evolution of this legendary fighting franchise is coming exclusively to PlayStation 4 and PC. And we're excited to announce that the very first public beta is exclusive to PlayStation 4 gamers, and it's starting July 23rd. Alright, so get that in your calendars. I'll be on it. So am 23. Juli startet also die Street Fighter 5 Beta auf der PS4 exklusiv. This next title captured the imagination of the whole industry when it was first announced, and expands our very notion of the word scale. To help us tell more about it, I'd like to welcome from Hello Games, Sean Murray. Hi guys. So last year, I stood here and we showed you a video of this crazy game we're making called No Man's Sky. This year, I guess I really just wanted to show you how it plays. Ja, No Man's Sky. Im letzten Jahr wurde ja viel rausgenommen von dem Hype, wo man dann gesehen hat, so viel Spiel an sich ist da vielleicht gar nicht dran. Es ist einfach nur eine Sandbox. Aber mal schauen, was dieses Jahr in petto haben. Like here, we're at the boundary between two warring factions. I could join in, I could take sides. So, das ist eigentlich das erste Mal gesehen, dass man hier Kämpfe gesehen hat in No Man's Sky. So this is the solar system that we're currently at. That's where that battle is taking place. But battles like that are taking place across the universe. Ja, also das Universum ist ziemlich groß. Es soll ja auch fast unmöglich sein, dass man jemanden trifft, den man kennt, zufällig, oder dass man was ausmachen kann und sich dann trifft, weil einfach das so ein riesiges Universum sein soll. Keep in mind to understand that every one of these points of light is a sun, and every one of those suns has its own solar system with planet-sized planets orbiting around it. Ja, man sieht hier schon, das sind an die 30, nee, das sind noch viel mehr. Das sind hunderte von Solarsystemen, das das Spiel umfasst, und alle Planeten sind zufallsgeneriert. Also man trifft dann auch verschiedene Monster und verschiedene Vegetationen und Atmosphären. Schon ein sehr interessantes Projekt. Over there, in the distance, is the center of the galaxy. That's where we're all trying to get to. And now I'm going to do something really stupid. I'm just going to pick one of these at random, and we can go there. Now this was okay in rehearsal, otherwise I wouldn't be here, but if anything horrible goes wrong, just keep in mind that I've not been here before. Schon cool, der steigt jetzt einfach zufällig irgendwo ein, in eine dieser hunderte von Solarsystemen. Visuell ist es auch immer toll, von den Farben her, finde ich. Sieht alles ist nicht so flashig, so neonmäßig aus, aber dann auch nicht so detailliert. Aber interessiert mich mal, was auf den einzelnen Planeten eigentlich so los ist. Ob das nicht nur leere Hüllen sind und man hat da so ein bisschen Space Combat, sondern dass man hier auch irgendwie was erkunden kann und was finden kann.
Tsukus Omi. Ist alles zufallsgeneriert halt. Ah, diese Animation mit dem Landen ist schon cool gemacht. That's it over there, behind that rock. And this is the planet that we've just found. This is an alien world that we found together. This is planet E3. And it's not like the prettiest planet, I've seen better, but I've also seen a lot worse. So I could do a scan, and as luck would have it, there's no alien life, but I could show you this. So every planet in every solar system is fully destructible. Those guys are the Sentinels. They protect the planets from explorers like me. Das ist ein ATST Original. Und die beschützen quasi die Planeten vor Explorern, also Erkundern, wie ihn hier. Gibt auch ein riesiges Unterwasserleben, wie man sieht. Verschiedene Fischarten. Ganz cool. Das ist schon Wahnsinn vom Scale her. Ohne Ladezeiten kann man einfach rausspringen, komplett vom Planeten und wieder reinspringen. That's just a little glimpse of No Man's Sky. It's got trading, fighting, exploring, survival, and it's a huge game. Thank you. Ja, das war recht knapp dieses Mal. Aber man hat schon gesehen, jetzt auch Space Battles und wie viele Vegetationen es gibt und verschiedene Kreaturen, die man dann entdecken kann, hochladen kann. Und anscheinend kann man auch, wie er gerade noch erzählt hat, handeln. Und Survival wird da anscheinend auch ein wichtiges Bestandteil sein von dem Spiel. So, moving from the massive scale of the universe to the wonderful complexity and richness of the human imagination. This next title showcases how the genius minds of a studio are challenging the very nature of how we create. Hello, thank you very much. I'm proud and excited to be here today to tell you what we've been working on at Media Molecule. It's the most ambitious... Thank you. Media Molecule, die Little Big Planet Erfinder, haben ein neues Projekt. Tearaway related. It's the most exciting thing I've ever worked on. And when we were making Little Big Planet and Tearaway, we learned a lot about digital creativity. So today I want to tell you about the next step on that journey. We call it dreams. You know that feeling of lucid dreaming, of moving through impossible time and space? You know, perhaps you started in the streets of that city and then suddenly you're diving into the deepest reaches of the ocean. It feels surreal and wonderful, and that's the sensation we're going for on PlayStation 4. So we're building a place where you go to play and explore the dreams of others, and then you can create and share your own. Every individual dream is seamlessly linked to the others. It's sort of woven into an open dreamiverse. You can get lost for hours exploring, journeying through the imaginations of thousands of PS4 gamers. And the thing that unites them all is that feeling of being in a dream. But when we tried to capture those fleeting dreamlike moments, we found that there weren't any suitable tools out there, and we needed a new creative palette. And of course, we'll be giving that palette to you, the gamers. So we threw away the usual polygons, keyframes, lists, all of that, and we focused instead on sketching, collaboration, immediacy, and making it feel like a game. So let me show you how it works. It's as simple as moving your controller to create your mark on the world. Everything you see here today is on PlayStation 4 with no pre-made assets. The game looks like a moving painting. It's beautiful and leaves room for your imagination.
You can sketch collaboratively on your sofa, live online, or build on the work of others. You call up their dreams and then remix, collage, and link them together. You stand on their shoulders. Because in 2015, after all, everything is a remix. And creating is easier and more fun when you're in a dream. You don't need to stress over the details. We focus on making it quick, intuitive, and rewarding. And we've found that the more enjoyable we make the creation side, the more varied, exciting, and surprising are the play experiences. As you can see, anyone can piece together a whole environment in just a few moments. And to bring your world to life, you just reach in and grab it. Performance capture, puppeteering, is the most natural way to animate. So I've only had a few minutes today, so rather than trying to explain it all, I just want to give you a taste. I hope it fills your head with questions, and that's natural. Every person we've shown this to over the last 4 years says it takes time to sink in. So we'll have much more to share at Paris Games Week. Please stay tuned, and in the meantime, I hope you enjoy some of the first dreams realized 100% on PlayStation 4. Thanks. Ja, wie schon Tearaway und Little Big Planet orientiert sich Dreams sehr stark an den Spielern und an Spielerkreationen. Das ist aber echt nett gemacht und sieht wie ein netter Spielplatz aus, wo man sich ein bisschen austoben kann. Vielleicht auch kleine Minifilme drehen kann damit. Cooles Ding. Thank you, Alex, and thank you to the geniuses at Media Molecule. Amazing. Now you can literally create anything you can dream of. A game, a play, music, a performance, all from scratch. Absolutely amazing. So next up is an intense mystery set in the Wyoming wilderness, where your only lifeline is a woman's voice at the other end of a handheld radio. Created by the brilliant storytellers of Campo Santo, Firewatch will be making its console debut on PlayStation. Let's take a look. What's in this cave down here? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. You're in it, aren't you? It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. Damn it. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I'll see what I can do. You think you'll take to it? Being out here? The isolation gets to people. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. What makes me so special? 2 young women have been reported missing. You're probably the last person to have seen them. Hey, you kids! Somebody cut the comms. What? I'm out here and the wire is cut clean through. Wait, you're already there? You're not in your tower? No, I'm not. Then who is? Please welcome Adam Boyes. So, das war Firewatch. Das sieht so ein bisschen aus wie viele dieser Unity-Spielchen, wo es um Survival und Mystery geht. Aber es sieht schon cool aus. Von der Stimmung, ja. Stage, our partners at Activision and Bungie shared an incredible vision for Destiny.
Destiny was the kind of game we had in mind for PlayStation from the get-go. One that would help define the next generation of games. And Destiny launched last September and quickly became the biggest launch of a new video game franchise ever. And as a huge fan of the game, and a level 34 Warlock as of 8 days ago, thank you for all of you that supported and joined my strike teams. I'm very excited to be here tonight to introduce the next great adventure in Destiny. Ist das mal wieder eins dieser Add-ons? Da sind ja jetzt schon ein paar erschienen. Ich habe keins davon gespielt. Ich habe Destiny auch nicht sehr weit gespielt. Ihr seht ja auch im YouTube-Channel, wie weit ich es gespielt habe. Hat schon recht süchtig machendes Gameplay. Aber so lange hat es mich dann auch nicht bei der Stange halten können. Die Frage ist halt nun, ob das jetzt Destiny 2 ist oder ob das wieder eine Erweiterung ist. Killed his son with his own sword. Now, he's out for revenge. And he's building a dark army to hunt you down. But I've heard the legends. You're ready. Also Iron Man ist jetzt auch in Destiny mit vertreten. Fand ich aber ganz cool am Anfang dieses Schwert-Gameplay. Und dass man da anscheinend den Sohn eines mächtigen Herrschers mit seinem eigenen Schwert erledigt hat. Wer ist denn der Bösewicht da? Der sieht aus wie dieser eine in Mass Effect. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Dieser Reaper, dieser Oberreaper. Besieger oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht mehr. Harbinger hieß er, Harbinger. So sieht er aus. The Taken King erscheint am 15.09. Das ist anscheinend wieder eine Erweiterung, aber scheint diesmal ein bisschen größeres Ding zu sein. Now you can trust me, I've tried the new supers and they are delicious! So the first year of Destiny was incredible, and I personally played hundreds of hours. Whether you're a huge fan of Destiny like me, or looking to join the 20 million people who have played Destiny, it looks like an incredible adventure. And of course, there's always going to be more Destiny on PlayStation. We've got new gear, a multiplayer map, a badass co-op strike, and it's all new content exclusively available on day one of the Taken King. And there's so much more to come. I'm hoping I finally get my Gallahorn. Fingers crossed. You know it. I know the same guy is missing his too. I know. Damn it. And to those people that have 4, son of a... So this year's Assassin's Creed takes us deep within the criminal underbelly of 19th century London. Let's take a look at Assassin's Creed Syndicate. Who would have thought it? A revolution in need of a revolution. Wer hätte es gedacht, ein neues Assassin's Creed? Time is upon us. If the rich use gangs to trample the poor, then we'll take over the gangs and go after the rich. It'll be hard to know who to trust in these times, but blood is thicker than water, and I know my twin sister Evie will be by my side. The sheer number of wrongs that need to be righted in London will take us time, a lot of it. And while I've chosen to front up to these challenges head on, it's my sister who's mastered more of an elegant way. She can be very persuasive. But all you need to know is, don't mess with Evie.
Tja, ich muss immer noch Assassin's Creed 2 zu Ende spielen. Da habe ich noch Brotherhood vor mir. Assassin's Creed 3, Revelations, Assassin's Creed 4, was noch? Liberation und Unity. Also ich habe noch einiges vor mir, was Assassin's Creed angeht. Aber das sah ja schon mal ganz nett aus, auch wenn man sich mehr auf den Combat konzentriert hat, als auf das Setting in dem Trailer. Wobei ja immer schon das Kampfsystem in Assassin's Creed ziemlich gleich geblieben ist, was nicht schlecht sein muss, aber auch nicht so toll sein. Und das ist das neue Final Fantasy. Genau wie man sich's vorgestellt hat. Nicht. Es sieht eher aus wie Kingdom Hearts. Welcome to Grimoire, a world of the weest of beings. Here you can befriend adorably familiar monsters, and turn tiny enough to jump on for a ride, or turn tall enough for them to ride on you. Join forces with adorably familiar heroes and heroines, and witness a most peculiar story unfold. They may be small in stature, but the fate that awaits them is grand. Also das ist quasi Final Fantasy im Animal Crossing Look. This is the size of a new Final Fantasy, the beginning of a new world, and a tale with countless encounters. Es ist ja cool, dass nach dem Lightning Chapter mal was Neues gewagt wird mit Final Fantasy. Und das Ganze ist World of Final Fantasy. Und zuerst auf PS4 und Vita, scheint also auch noch für andere Konsolen zu kommen, nächstes Jahr. Also dann kommt es nur noch für den PC, wenn es nur Konsole exklusiv auf PS4 ist und Vita. Aber wenn jetzt World of Final Fantasy heißt, ist es dann MMO oder ist es Singleplayer? Das ist die Frage. We have a very special treat for everyone. Long ago, we looked upon a foreboding sky. The memory of the star that threatened all burns eternal in our hearts. In its wake came an age of silence. Yet with each fond remembrance, we knew those encountered were not forgotten. That someday we would see them again. Perhaps it was no more than wishful thinking. But after the long calm, there are now the beginnings of a stir. Kitase ist der Producer, der hat diverse Final Fantasy Titel in letzter Zeit produziert, also wird es wohl wieder ein Final Fantasy sein. Whatever it brings. For they are coming back. At last, the promise has been made. Das ist doch Cloud Strife, oder? Das ist doch Mobius Final Fantasy, das habe ich gerade nämlich gelesen. Auf Wikipedia. Nee, Remake. Ha. Das scheint ein Final Fantasy VII Remake jetzt doch zu kommen für die PS4 und ich schätze mal für den PC auch. Endlich. Da warten ja schon sehr viele drauf. Final Fantasy VII Remake is coming first to PlayStation 4. Now, our ongoing partnership with Devolver Digital has brought us some very diverse and very unique titles from developers all around the world. Today, we're announcing 4 new games from Devolver that are all making their console Shadow Warrior 2 on PlayStation 4. Ronan sieht so ein bisschen aus wie Another Hero, ist glaube ich auch vom gleichen Studio.
Für die PS4 und für die Vita anscheinend. Sieht ganz cool aus. Muss aber erstmal Not a Hero durchspielen. Das ist Weiter. Sieht ein bisschen seltsam aus. So ein Dark Souliges 2D Action Adventure. Mother Russia Bleeds. Das ist so ein Klopper wie Double Dragon in der Art. Aber sehr, sehr brutal. Und Crossing Souls. Ja, das sieht eigentlich genauso aus, bloß im 80s Look. Aber mit netten cartoonigen Zwischensequenzen. Also doch kein Shadow Warrior 2. Aber 4 ganz interessante Titel für die PS4 und für die Vita von Devolver, den Hotline Miami Now, how our machen fans und engage etc. in the future of gaming continues to astound us. Devoted fans have funded some amazing games for PS4 via Kickstarter. Octodad, Broken Age, Amplitude, and Sports Friends, to name a few. Now recently, a developer told us that they were bringing back a fan favorite to Kickstarter for PC and PS4. Now this is very much their project, but we wanted to celebrate their announcement on our stage, since this is a game that PlayStation fans have been very, very, very vocal about.「出張に行ってもどこ行っても、3はどうなった ?3 はどうなったいつ3出るんだ」 Das wird nicht Shenmue 3 jetzt sein. 可能性を探ってきた結果、キックスターターでシェンムー3を作ることに決めました。やっとシェンムー2の続き、外伝ではなくちゃんとしたシェンムー1、2の3というストーリーを展開できることになります。Shenmue 3 will be the story you have waited for, but this Kickstarter will be real success. When you choose to make it the full-on Shenmue experience you have dreams of. The fate of Shenmue is in your hands now. Ah, da ist es, Shenmue 3. Also erst beginnt das Ganze mit The Last Guardian und jetzt ist auch noch Shenmue 3 mit drin. Ich warte nur darauf, dass Half-Life 3 noch kommt. Exklusiv für die PS4. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass Shenmue 3 hier so ein Kickstarter dann noch präsentiert. Für die PS4. Krass. Werde ich auf jeden Fall fanden. Alright, are we ready to get started? Okay. Let's count down. Let's count it down, guys. 5, 4, 3, 2, 1. Today is very exciting. I hope we can make Shenmue 3 for all the fans. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. All right, everyone. Let's help Yu Suzuki get Shenmue 3 funded. So it's been a pretty busy night so far with The Last Guardian, showed that. Final Fantasy VII Remake, we're good there. Yeah. Shenmue 3 Kickstarter. Now there's one epic game coming next week that I'm very excited to play. Let's check it out. Thank you very much. Batman Arkham Knight. Freue mich auch schon sehr drauf. Ich habe ja die ersten 2 Teile sehr gern gespielt. Den Origins-Teil von Warner Bros. Montreal habe ich nicht durchgespielt. Aber die Rocksteady-Spiele sind ja sehr cool gemacht. Da freue ich mich auf den Abschluss der Trilogie. Auch wenn Warner Bros. Uns nicht mehr bemustert, leider. Aber die ersten 2 Batman-Spiele habe ich mir gekauft auf Steam damals, vor knapp, ja, ist ein bisschen her, ich glaube 3 Jahren oder so. Und direkt an einem Wochenende beide durchgehauen. Arkham Asylum und Arkham City. Und der Joker ist zurück.
Wer das Ende von Arkham City gesehen hat, der mag darüber überrascht sein. Ohne das Ganze zu spoilern. Oder vielleicht ist er auch nicht zurück. Nach diesen verkohlten Bildern hier. This is how it happened. This is how the Batman died. Was? The Batman died? Das ist schon ein geiler Teaser, ey. Und jetzt noch ein bisschen Gameplay, nett. 9 months ago, Joker was cremated. I pressed the button and burnt the evil bastard myself. And then, we waited. Gotham braced itself for the inevitable power struggle. But it didn't come. Crime actually fell. Deep down, I knew war was coming. I was just waiting for someone to pull the trigger. Next service, waffles with bacon on the side. Hey, I'm sorry to interrupt your dinner, Officer Owens. There's a guy smoking over there in the corner booth. Wait here. I'll have a word. Thought Batman was supposed to reach out. Yep. Besides, I wasn't afraid. I'm Batman. One guy got 75,000. Excuse me, sir. There's no smoking in here. Rocksteady geht anscheinend echt Full Power hier. Und es gibt Scarecrow in Nightmare Missions, exklusiv für die PS4. Aber dieses Ego-Shooter-Zeug da in einem Batman-Spiel, weiß nicht, das war fast ein bisschen too much. Andrew House, sehe ich gern. On tonight's theme of new reality than with Project Morpheus. Morpheus was designed for PS4, and because of that, developers are quickly moving from the drawing board to creating 360-degree experiences that truly immerse the player. But we haven't even scratched the surface. What we're beginning to see is that even the simplest gameplay are taking on a new sense of depth and exhilaration within the VR landscape, encouraging developers to re-examine with fresh eyes the wonder and delight of even the most basic gaming experiences. But up until now, many of the games have been inherently solo experiences. And what excites me is that Morpheus will be the virtual reality platform that can best realize the connection friends and families love about PS4 and the ability to play together. Imagine playing a Morpheus game while 4 of your friends are inside the same virtual world, playing alongside of you with DualShock 4s on the couch. You can check that out. You can check out that exact experience at E3 this week. And for the multiplayer experience, we're introducing Rigs, a new, fresh IP developed by Guerrilla Cambridge that puts you in the middle of a futuristic 3 versus 3 battle arena.
esports Morpheus style. Riggs will make its world debut on the show floor at E3 this week. Project Morpheus is real, evolving, and continues to capture the imagination of a whole new development community, from small teams to the big publisher partners. They're all here at E3, and the lines will be worth the wait. Morpheus, like all of the entertainment features on our platforms, is a choice and adds value and life to the hardware. In this life cycle, our engineers are making it possible to enhance system features quickly based on gamer needs. We recently rebranded our music service to PlayStation Music and crafted a console-exclusive partnership with the biggest brand on the planet for streaming music, Spotify. The partnership was conceived and tailored with the gamer in mind. And because of that, with nearly 5 million downloads, the Spotify... Ja, schade, jetzt kommt noch so eine Services-Ecke. Die hat Microsoft ja ausgelassen bei ihrer Konferenz. Jetzt gibt es halt noch mal was zu Spotify. PlayStation View is not just a streaming service, it's a complete live TV experience designed for the gamer, making it simpler and easier to find. Sony ist irgendwie komisch. Die machen ihre Services alle 3 Monate neu, dann gehen sie wieder neue Kooperationen ein, die endlos viel Geld verbraten. Und das immer wieder aufs Neue. Aber Morpheus hat ein bisschen zu wenig Zeit bekommen für meinen Geschmack. Ganz cool, dass es da viele neue Indie-Titel gibt und anscheinend auch Big-Publisher-Titel, auch wenn man davon noch keine gesehen hat, wirklich. Und dass es dafür auch Multiplayer-Spiele gibt für Morpheus in Virtual Reality. Das hat man vorher ja noch nicht wirklich gesehen, außer dieses Weiter. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt als Multiplayer-Titel gedacht ist. Aber das wäre das Einzige, was ich so gesehen habe, was daran rankommt. Das betrifft uns eh alles nicht, weil wir empfangen weder Showtime noch Fox Soccer Channel, höchstens Machinima. Ich verstehe mal PS View, aber das heißt PS View mit UE. We're committed to bringing the biggest titles and the best experiences to PlayStation. Even more, we're moving into a new reality of creativity, connection, and deeply immersive experience that's simply unparalleled. And partnerships are key to this. And tonight, I'm proud to announce that PlayStation is partnering with Activision to bring the single biggest console franchise in video games to the #1 console in the world. Oh, jetzt kommt das neue Call of Duty noch. It's known worldwide for its epic moments and heart-racing gameplay. Schade, nach dem Shenmue und Final Fantasy Remake und Last Guardian kommt jetzt doch wieder ein Shooter. Aber das ist ja auch okay. Das hat ja seine Kunden. And today marks the start of a new era. For the first time ever, making its worldwide exclusive E3 reveal right here on PlayStation 4. Here's Call of Duty Black Ops 3. Please welcome Mark Lamia. Hello, PlayStation Nation. On behalf of everybody at Treyarch and Activision, it's great to be here. With Black Ops 3, we're creating the deepest and most engaging Call of Duty ever, across the campaign, multiplayer, and zombies. And we've always prided ourselves on building incredibly social online experiences, and now we're bringing that same spirit to the campaign, where we've developed a gritty co-op experience from the ground up. It's not afraid to take you off the rails and let you play how you want. From the single player to up to 4 friends on Next Gen, the weapons, equipment, and character abilities you'll earn through gameplay are chosen before each mission. How you equip yourself changes the way you play each encounter. Now, we got 4 players getting ready for battle now, and the year is 2065, and we're in an off-the-books mission in pursuit of a high-value target in Cairo, Egypt, when all hell breaks loose. And as is the case in the world of Black Ops, if you want to succeed, sometimes you got to get your hands dirty. This is Black Ops 3 on the PS4.
2, 3. Hey, buddy, anybody else alive in there? Ja, Activision setzt dann natürlich jetzt diesmal aufs andere Pferd, weil die haben natürlich in den letzten Jahren immer auf der Xbox-Konferenz, wenn ich mich richtig erinnere, ihr neues Call of Duty vorgestellt. Aber nachdem die PS4 nun die erfolgreichste Konsole ist, kommt natürlich auf der Sony-Konferenz Black Ops 3. Ganz nett, was er hier von Treyarch erzählt hat, dass es einen 4-Spieler-Koop-Modus gibt und man da verschiedene Fertigkeiten und so Zeug ausrüsten kann vor jeder Mission und dass sich das angeblich anders spielen soll. Was bei einem Schlauchshooter wie Call of Duty ja eine gewagte These ist, aber wenn es so ist, wäre es schon ganz cool. Gucken wir mal rein. Alright, I'm gonna move you. Get out of there! Pilot didn't make it. No shit. Come on, we gotta move. Get out there. Find some cover. That quad's rockets could bring down the whole block. Take it out. Ineffective. Focus fire on the trophy system. We have to move up. We're taking heavy fire. Stay down. Position compromised. We gotta move. Changing position. I got NRC forces coming in. Grab cover. Trophy system down. Hit it hard. He's down. Ich habe Black Ops 1 ja sehr gerne gespielt, in dem kalten Kriegssetting da. Black Ops 2 habe ich dann wieder ausgelassen und es wird natürlich immer futuristischer, ob es jetzt Advanced Warfare heißt, Modern Warfare oder Black Ops oder Ghost. Es wird einfach immer technisierter und mehr wie Metal Gear. Und natürlich erscheint Call of Duty Black Ops 3 im gleichen Zeitraum wie Halo 5. Also müssen sie natürlich im Koop und im Multiplayer sicher nochmal eine Schippe drauflegen. Bin mal gespannt, ob sie dieses Boost-Feature aus Advanced Warfare wieder rausnehmen. Wahrscheinlich schon, weil das Ganze kommt ja von Treyarch und nicht von Infinity Ward, von einem anderen Entwicklerstudio. Es war ja nicht so beliebt in Advanced Warfare, oder Warfare glaube ich, dass man da in der Luft so boosten kann, so Titanfall-mäßig. Das hat die Mehrspieler-Community ja nicht so gut aufgenommen und hier wird es dann wahrscheinlich wieder anders sein. Aber hier zerstörbares Terrain, das gab es ja in Call of Duty noch nie. Also ich habe es zumindest noch nie erlebt. Das ist schon ganz cool. Wird wahrscheinlich eine Skriptsequenz sein, wie in Battlefield 3 damals schon. Als dieses Hochhaus in den ersten Trailern da umgefallen ist. Aber es ist schon sehr Metal Gear Deus Ex mäßig von den ganzen Gerätschaften. Mit dem ersten Call of Duty hat es nichts mehr zu tun. Was unüblich ist für ein Call of Duty, für eine neue Call of Duty Vorstellung ist, dass man nichts zur Story sieht. Dass man einfach nur wirklich eine Boom-Boom sieht. Und den Koop-Modus so ein bisschen. Ist ein bisschen schade, weil jetzt wird wahrscheinlich noch ein bisschen über die Story geschnackt. It is a great privilege for me to be here tonight to represent the hardworking men and women of Treyarch and introduce to you Black Ops 3 multiplayer. We're particularly excited to be hands-on this week for the first time ever at E3. Black Ops 3 multiplayer is about delivering full guns-up combat control. It's fast, fluid, and visceral, and feels unlike any Call of Duty before. Let's take a look.
trash can, not the last man at the finish line now. I'm not the new kid on the block, you can just follow me, push around. I'm not the needed in the age that you finally found. This ain't no free free, you ain't time to count. Let's hunt. To the side for my people, to the front, I just love who is me to. So, man kann also an Wänden laufen und man kann sich sehr schnell bewegen und das Terrain wechseln. Das ist die Neuerung im Call of Duty Black Ops 3. Es ist halt Call of Duty gemischt mit Titanfall immer noch. Wer das mag, der bekommt auch hier wieder eine gute Dosis, aber ich würde nicht erwarten, dass es jetzt revolutionär neu wäre oder was anderes macht wie die vorherigen Teile. Aber muss ja auch nicht sein. Aber dann braucht man auch nicht ankündigen, dass es revolutionär anders ist. Für mich sieht es jetzt nicht anders aus, sondern hält den hohen Qualitätsstandard weiterhin aufrecht. Da ändert auch das Video nichts dran. Mit der schlechten Musik. Triple kill. Wow. Simply astonishing. As I mentioned, this is the start of a new era for PlayStation and this famed franchise. I'm pleased to announce today that starting with Call of Duty Black Ops 3, PlayStation owners will be the first to play all map packs from this great series. Ja, diesmal ist es halt PlayStation, das den Vortritt bekommt für die Call of Duty DLCs. Beta. Das dritte Spiel Beta played first on PlayStation 4. PlayStation is the new home of Call of Duty. Für Betas. And we look forward to sharing more information with you soon. Now let me show you some more of the great titles and content coming to PlayStation. Thank you. Ja, ich habe mal gerade Deus Ex gesehen. Ich hoffe echt, es gibt ein paar Neuigkeiten zu Deus Ex. Na, wie heißt das neue Deus Ex? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich hoffe, es gibt ein paar Neuigkeiten dazu. Mankind Divided hieß es, glaube ich. You're only going to see what I want you to see. And I have quite a lot to show you. What is going on? Ach, die Vita gibt's auch noch. Sony hat gemerkt, oh, wir haben da ja noch eine zweite Konsole am Start. Da könnten wir auch noch was für zeigen oder machen. Oh, ist das Yakuza? Das war doch Yakuza. Naja, okay, gut.